Also hallihallo, liebe Leute. In diesem Video wird es wird es um die Frage gehen, wie man seinen Stil finden kann. Ich habe ja in den letzten Videos öfters mal gesagt, dass jeder so zwischen 2 bis 3 Modestile hat, aber viele wissen gar nicht, welchen Stil sie haben, was verständlich ist, weil es massenweise Mode gibt und wir auch in einer Zeit leben, in der es viele Stile gibt und man eigentlich alles tragen kann und ja, auch die Social-Media-Welt so einen mit vielen Outfits vollhaut. Das Video soll halt so eine kleine Hilfestellung sein. Ich habe so ein paar Fragen mir überlegt, die man sich stellen kann und auch eine Sache, die man machen kann, um seinem Stil näher zu kommen. Weil jeder hat einen Stil. Ich weiß, es gibt manche Leute, die sagen, ich habe keinen Stil, aber das stimmt nicht. Nur wenn man ihn nicht kennt, heißt nicht, dass man keinen Stil hat. Genau, also eine Frage, die ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel, was würdest du tragen, wenn du verreist, alleine? Also sprich an einem Ort, wo dich niemand kennt. So, und das ist ganz spannend, weil viele dann nicht so das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendjemanden beeindrucken müssen oder sich nicht an das Umfeld wirklich jetzt anpassen, modetechnisch. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nee, dann ziehe ich einfach irgendwas an, ist es mir egal, weil man niemanden kennt. Deswegen, meine andere Frage wäre, was würdest du tragen? Was würdest du tragen, wenn du mit einer Person, die du gut kennst, zum Beispiel einem Freund von dir, ins Café gehst oder irgendwie raus, irgendwie in die Öffentlichkeit? Und eine andere Frage, die man sich auch stellen kann, ist, ob es irgendein Kleidungsstück gibt, was dir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Das könnte zum Beispiel ein Outfit sein, was du auf dem roten Teppich gesehen hast oder in der Zeitschrift oder an irgendeiner anderen Person oder so weiter. Und da kannst du dich fragen, wieso. Also wieso geht es mir nicht auf den Kopf? Vielleicht hat es ganz viel Glitzer oder es passt sehr gut zu der Person, die es trägt. Und ich finde, wenn man sich solche Sachen öfters fragt und viel darüber nachdenkt, dann kommt man der Sache einfach näher. Weil so im Alltag, wenn man zur Schule geht oder zur Uni oder zur Arbeit oder so, dann ist man schon so ein bisschen unter Druck oft, dass man jetzt irgendwas Bestimmtes tragen muss. Und das ist nicht hilfreich, wenn man seinen eigenen Stil finden will. Ja, und jetzt so eine Sache, die man machen kann, die halt ein bisschen anstrengend ist. Also ich kann verstehen, wenn manche Leute keinen Bock drauf haben, aber für die ein bisschen ambitionierter sind, würde ich entweder empfehlen, dass man coole Collagen macht. Also irgendwie in Zeitschriften rumblättert oder einfach Bilder ausdruckt von Pinterest oder so und sich dann einfach Bilder zusammenklebt, die einen einfach ansprechen. Ich kann mal ganz kurz 2 Collagen zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe das nach Farben, wie sagt man denn, sortiert oder schematisiert oder so. Ich habe einmal die hier. So, die hier. Wunderschön, oder? Also eben, wie man ganz deutlich sehen kann, das ist alles grün. Und das habe also ich gemacht und ich finde, dass man erkennt, dass ich vor allem elegante Outfits ausgewählt habe oder dass es so ein bisschen mein Stil ist. Also hier so ein schöner Mantel oder ein schönes Seidenkleid. Ja, und eben auch so ein bisschen extravagant. Einfach so Fashion-mäßig. Und ein anderes habe ich in Rot gemacht. Finde ich auch total cool. Hier ist auch was Romantisches dabei, also diese Schuhe. Und ja, eben auch wieder elegant und extravagant. Hier das Kleid, das finde ich so unglaublich schön. Ja, ich finde alles hier drauf cool. Das Kleid finde ich auch richtig schön. Und ich finde, genau, jetzt mal, dass man merkt, dass das hier so ähnliche Stile haben, merkt ihr? Und wenn man solche Collagen öfters macht, braucht viel Zeit, aber ich finde, es lohnt sich dann, merkt man schon, in welche Richtung man geht. Auch einfach auf Pinterest oder Instagram Ordner erstellen und da Fotos speichern, die einem gefallen und immer wieder durchschauen. Und wenn man Klamotten anhat, muss es sich einfach richtig anfühlen. Also wenn man in den Spiegel guckt, dass man sich selbst erkennt und sich nicht verkleidet fühlt. Das ist natürlich wichtig. Ich würde auch sagen, dass es bei der Stilfindung nicht so ist, dass es einen Moment gibt, wo man den entdeckt, sondern eher wie so ein Prozess. Und selbst wenn man mal irgendwie dann so seine Richtung gefunden hat, kann es gut sein, dass sich noch ein bisschen ändert oder ein bisschen entwickelt, was normal ist.
Wir Menschen ändern uns und genauso kann sich auch unser Modestil etwas ändern. Aber ich finde schon, dass man sich immer in so einer gewissen Richtung bewegt. Ja. Ich habe auch schon 2 Videos gemacht zu verschiedenen Stilen. Also ich habe einmal schon über den extravaganten und über den Roman-Stil geredet. Die Videos sind eher so für Leute, die schon so eine Richtung haben, die noch irgendwie einen Namen dafür brauchen. Und die Videos sind eher weniger für Leute gedacht, die noch nicht wissen, welchen Ziel sie haben. Dafür ist dieses Video nämlich gedacht. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ja, ich werde noch andere Videos machen zur Stilfindung, weil es ein echt interessantes Thema ist. Also, bis dann.